Dein Kleiderschrank platzt aus allen Nähten und du findest nichts wieder? Dann wird es Zeit, einmal alles auszurümpeln und neu einzusortieren. Hi, ich bin Tabea und ich verrate dir heute meine Tipps für einen Kleiderschrank ohne Chaos. Der beste Zeitpunkt, um ein neues System in den Kleiderschrank zu bringen, ist eigentlich immer, wenn die Jahreszeiten wechseln. Mein erster Tipp: einmal alles rausnehmen. Was ich auch super gerne mache, ist, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Da muss ich sowieso total viele Klamotten waschen und wieder neu einsortieren. Und dann überlege ich mir immer, wie ich ein neues System schaffen kann. Ich sortiere meine Klamotten immer nach dem Ja, Nein, Vielleicht-System aus. Ja, dann kommt es auf einen Stapel. Nein, die gebe ich entweder an Freundinnen weiter, spende sie oder verkaufe im Internet. Der Vielleicht-Stapel, das ist einer, den ich später nochmal durchgehe und dann wirklich in mich gehe und ehrlich zu mir selber sein muss, ziehe ich das noch an. Wenn ihr eure Stapel sortiert habt und vor einem leeren Kleiderschrank steht, dann kann es natürlich beginnen, dass ihr euer neues System schafft. Im Idealfall hängt ihr die meisten Sachen hin. Vielleicht kennt ihr das auch, dass manche Klamotten, wenn ihr sie hinhängt, unten immer aufliegen. Die knittern dann natürlich sehr, sehr schnell. Deswegen habe ich gerade schon mal ein Brett rausgenommen, sodass auch lange Kleidungsstücke hängen können und nicht knittern. Ich habe meine Sachen jetzt alle aufgehängt und dabei nicht nur nach Farbe sortiert, sondern auch nach Typ. Und jetzt die Frage an euch, kommentiert einmal, wie sortiert ihr? Nach Typ oder nach Farbe? Um jetzt noch mehr Ordnung in meinem Kleiderschrank zu schaffen, habe ich mir so Boxen besorgt. Es gibt aber ganz, ganz verschiedene Ordnungssysteme, die ihr euch holen könnt. Meine Boxen mit Hosen und T-Shirts habe ich jetzt in die Schublade einsortiert und finde, dass das schon eine richtig gute Übersicht ist. Deswegen mache ich gleich mit der nächsten Schublade weiter und werde auch meine Tücher und Socken in Boxen einsortieren. Und für Gürtel habe ich hier so eine ganz spezielle Aufhängung. Falls du zu Hause nicht diesen speziellen Gürtelaufhänger hast, kannst du auch einfach einen ganz normalen Kleiderbügel benutzen oder deine Gürtel mit Wäscheklammern aufhängen. Ordnungssysteme findet ihr online oder zum Beispiel auch im Möbelhaus. Und da gibt es dann die unterschiedlichsten Boxen. Ich habe jetzt zum Beispiel noch für Schmuck diese kleinen praktischen Fächer gefunden, die wundervolle Unterteilung haben, sodass ich meinen Schmuck noch besser sortieren kann. Meine Schuhe sortiere ich ganz oben im Kleiderschrank ein. Ihr kennt bestimmt den Space über eurer Kleiderstange, der irgendwie immer nicht so ganz übersichtlich ist, weil ganz viel nach hinten rein verschwindet. Und da werde ich jetzt meine Schuhe hinstellen, weil die alle schön übersichtlich dann geordnet werden können. Bevor du deine Schuhe in den Schrank einsortierst, achte darauf, dass sie trocken sind. Die Sohle bekommst du besonders leicht trocken, indem du deinen Schuh auf die Seite legst. So kann die Sohle dann atmen und trocknet noch schneller. Und dann ist auch wichtig, dass sie ihre Form behalten. Das ist ganz einfach möglich, indem du einen Schuhspanner verwendest. Jetzt heißt es, die Klamotten nicht einfach nur reinzuschmeißen, sondern das System beizubehalten. Ich bin zufrieden, jetzt bist du dran.